Ich war an dem Abend, habe ich meine Freundin nach Spandau gebracht vom Wedding und habe danach eine Freundin aus dem Erzgebirge, die bei ihrer Oma zum Geburtstag ausreisen durfte, aber an dem Tag wieder einreisen musste oder nächsten Tag. Und die hatte eine über Diplomaten und Heirat ausgereiste Freundin in Charlottenburg besucht. Und als ich meine Freundin da selber in Spandau zu ihrer Chorprobe brachte, bin ich danach nach Charlottenburg gefahren und komme da in diese Wohnung von der Freundin, wo eben diese Erzgebirgsfreundin da zu Besuch war. Und die sagt, du guck mal hier, was da gerade im Fernsehen kommt. Das war 20 Uhr, Tagesschau oder sowas. Gucken da rein und da sehe ich dieses sehr berühmte Schabowski-Interview. Und wir gucken. Und da sagt sie, Mensch, wollen wir nicht zum Brandenburger Tor fahren? Ich sage, ja, ich habe das Auto da, komm, dann fahren wir zum Brandenburger Tor. Sind da hingefahren, sehen eben diese Situation. Ein paar Leute steigen auf die Mauer, die Westberliner Polizisten rufen die wieder runter. Wir standen da auf diesem Sichtpodest hin und her. Es war aber ein feuchter Novemberabend und standen da eine halbe Stunde oder Stunde. Und ich sagte, du, ich muss morgen arbeiten gehen. Ich hatte vorher eine ziemlich längere Krankheit gehabt und brauchte auch den Schlaf. Also sind wir da, weiß ich, um 10:30 oder was wieder zurückgefahren, habe hingebracht, gehe nach Wedding, schlaf wunderbar. Nächsten Morgen, ich mache mein Frühstück. Mein Nachbar war auch ein Student, der war noch Student, klopft an meiner Wohnung, weil er mich hörte, dass ich da irgendwas mache und sagt, Tobi, du, ich war ich war eben in Ostberlin, hier mit meiner BVG-Karte konnte ich einreisen, also mit seiner Zeitkarte. Da sage ich, hä? Du, die Mauer ist offen. Ich sage, hä, glaube ich nicht. Dann machte ich Radio an und hörte das tatsächlich, also Tausende strömen hin und her. Und dann bin ich zur Arbeit gefahren, habe eine kleine Flasche Sekt mitgenommen mit meinem Kollegen, der eben auch kam. Ich glaube, der hatte auch eine Flasche Sekt. Dann haben wir angetrunken und haben uns gefreut, dass die Mauer gefallen ist, wir in unserem Büro. Und an dem Tag gab es dann gleich große Sitzungen. Mensch, was können wir machen? Wir müssen jetzt bewältigen. An diesem Wochenende werden jetzt dann Hunderttausende kommen. Und die strömten ja schon an dem Freitag früh, diese Leute. Es war leider so, damals hatte ich keine Ausbildung als Zugfahrer. Ich konnte in der Praxis nicht mithelfen. Ich war einfach nur Planer am grünen Tisch oder grauen Tisch und konnte nicht mitmachen, aber diese Freude war riesig. Und die Kollegen in der Betriebsabteilung, also U-Bahner und Busser, die haben alle dann sofort, aber das ist ja dokumentiert und bekannt, sofort Überstunden gemacht. Und die U-Bahn fuhr auf einmal nachts durch, aus der Hand raus, dass eben Leute länger geblieben sind oder man welche gerufen hat. Also da war eine hohe Flexibilität, auch wenn das ein oder andere wahrscheinlich gegen Arbeitszeitgesetze verstoßen hat. Aber weil einfach eine Riesenfreude in dieser Stadt war, dass das da offen ist. Hin und her. Ja, und ich habe mich dann in den nächsten Tagen mit Freunden dann auch getroffen, also Ostberliner, die kamen dann eben auch, wobei die waren nicht am ersten Tag da. Ja, das war große Freude. Ja, und dann hieß es von der Planung, oh, jetzt müssen wir größer denken. Und dann habe ich eben dieses, nannte sich S-Bahn-Konzept, wo man gesagt hat, Mensch, wie weit müsste die S-Bahn fahren und wie viele tausend Züge braucht man nachher? Also alles sehr groß gedacht, um 1990, 91. Dann haben wir ein großes U-Bahn-Konzept gemacht, wo wir auch, also, weiß ich, alle möglichen Strecken verlängert haben und dann 2,5 Minuten Takte fuhren und also tausende Züge brauchten, was dann alles nach und nach ein bisschen anders kam.